Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum zweiten Teil zum Thema Nockenwellen hier bei der Corvette Big Block. Hier im Video sieht man den ersten Teil, wo ich die Nockenwelle rausgenommen habe und auch den eingelaufenen Nocken, der hier ziemlich zerstört ist. Der hat sich mit der Zeit abgerieben und das passiert häufig bei sogenannten Flat Tappet Nockenwellen, wie man sie hier im Bild sieht. Ich habe mal den Unterschied erklärt von einer Flat Tappet Nockenwelle zu einer moderneren Roller Nockenwelle. Da sieht man hier diese Rollen unten, da hat man diese Problematik nicht so. Ich habe die neue Nockenwelle dann mit Assembly Loop eingeschmiert, damit die am Anfang schön einlaufen kann und nicht direkt wieder kaputt geht. Das ist sehr wichtig. Und ja, hier sieht man nochmal den ganzen Motor wieder zusammengebaut. Und ja, heute geht es weiter hier bei dem Nockenwellenprojekt. Und zwar prüfen wir jetzt, ob die neue Nockenwelle auch von den Steuerzeiten passend ist. Da gibt es hier so eine Camcard, da stehen alle wichtigen Daten drauf, wo eben auch ja, die einzelnen Werte, wann die Einlass- und Auslassventile öffnen sollen, drauf markiert sind. Und ich habe jetzt hier so eine Messuhr montiert auf dem Motor. Der ist jetzt auf dem Einlassnocken. Und wenn man dann auf der Kurbelwelle hier ein solches Degree Wheel drauf montiert, dann kann man, wenn man das Ganze dreht, hier dann sehen, wie sich das Einlassventil öffnet. Und hier diese Nockenwelle, die hat jetzt zum Beispiel eine Intake Centerline von 109 Grad. Das bedeutet, dass bei 109 Grad das Einlassventil maximal geöffnet ist, und das prüfe ich jetzt, wann dieser Stößel hier den Todpunkt erreicht. So, das Timing Cover ist jetzt auch wieder montiert und ich zeige euch das mal gerade, wie das jetzt aussieht hier am Motor. Vorne ist der Balancer und die Riemenscheiben drauf, und jetzt als nächstes kommt noch die Wasserpumpe und dann die Ansaugbrücke. So, bevor die Ansaugbrücke jetzt montiert wird, müssen natürlich noch neue Dichtungen hier aufgebracht werden. Auf den Zylinderköpfen sind jetzt neue Velcro-Dichtungen hier montiert, und ich habe vorne auch schon die Wasserpumpe wieder dran. Und es ist wichtig, dass die Dichtungen da im Übergangsbereich zu diesen kleinen schwarzen Dichtungen auch nochmal zusätzlich abgedichtet werden, damit die nicht undicht werden. So, als nächstes wird die Ansaugbrücke montiert hier. Die kommt jetzt hier drauf auf die Dichtungen. Da muss man jetzt gucken, dass man die jetzt nicht verkantet und dass man die ordentlich draufsetzt. Und wenn die dann auf den Löchern gut ausgerichtet ist, dann sieht das Ganze auch sauber aus und kann festgezogen werden. Ja, cool. So, nachdem der Kühler jetzt auch wieder montiert ist und neue Kühlflüssigkeit aufgefüllt worden ist, das ist hier der Ausgleichsbehälter, können wir jetzt durch den Verteilerantrieb hier ein spezielles Tool einführen. Der hat hier unten einen Ölpumpenantrieb. Das kann man auch sich aus einem alten Verteiler bauen. Und das Ganze wird dann hier montiert und greift jetzt in den Antrieb von der Ölpumpe. Und damit können wir jetzt schon mal Öldruck geben, damit der Motor schon mal mit Öldruck versorgt wird und der am Anfang nicht trocken läuft. So, und wenn man dann den Akkuschrauber hier drauf befestigt und den möglichst schnell laufen lässt, dann sieht man nach kurzer Zeit auch hier das Öl kommen. Und ja, Öldruck wird schon mal aufgebaut. Und das Öl läuft dann über die Stößel nach oben. Und dann haben wir auch die Hydrostößel schon mal, zwar nicht mit vollem Druck befüllt, aber schon mal vorbefüllt. Ja, vor dem ersten Motorlauf ist es dann auch wichtig, ein spezielles Öl einzufüllen. Und zwar gibt es da spezielle Einlauföle hier, dieses Break-In-Oil. Die haben einen erhöhten Zinkanteil und sind extra dafür da, dass die Nockenwelle direkt von Anfang an härtet und nicht wieder einläuft. Und ich werde den Motor damit befüllen. Und dann können wir gleich den ersten Startversuch machen. Ja, wir haben jetzt hier soweit wieder alles zusammen, dass wir einen ersten Startversuch machen können.
Und zwar ist hier alles wieder montiert und ich habe hier die Pappe hingestellt, damit man noch die Ventile bzw. Ventilspiel und die Hydrostößel einstellen kann. Hier über die Rocker, das heißt hier über die Kipphebel. Und ja, also eigentlich ist alles vorbereitet für den ersten Startversuch. Mein Kollege, der Lukas, der wird jetzt mal mir behilflich sein und einen ersten Test machen. Und ihr könnt dabei sein. Also sind wir mal gespannt. Ja, also am besten gibst du mal zweimal Gas, damit er mal ein bisschen. Ja, wahrscheinlich wird kein Benzin hier in der Schwimmerkammer sein, weil wir hatten das ja ausgeschaltet. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal orgeln, dann baut er ein bisschen Öldruck auf. Und dann gucken wir mal, ob er anspringt. Wenn der Motor anspringt, was wichtig ist, bei einer neuen Nockenwelle, also die muss direkt mit Gas gefahren werden. Also das heißt, die braucht immer so 2000 Umdrehungen, damit die, also über 2000 Umdrehungen, damit die auch Öl an die Nockenwelle bekommt, damit die einlaufen kann, damit die schön härtet und eben auch mit dem Öl, was speziell dafür gedacht ist, am besten dann läuft und die Nocken nicht direkt wieder verschleißen. Ja, da sollte man unbedingt drauf achten, wenn man eine neue Nocke verbaut, und das wird der Lukas jetzt auch machen, indem er einfach das Gaspedal ein bisschen oben hält. Das Ganze hat ja schon mal gut funktioniert. Wir lassen den Motor jetzt ein bisschen laufen und dann melden wir uns gleich wieder. So, jetzt ist es auch wieder ein bisschen leiser hier in der Werkstatt. Wir haben in der Zwischenzeit den Motor laufen lassen. Die Nockenwelle hat jetzt auch ihre ersten Runden gelaufen. Die ist jetzt ungefähr 25 bis 30 Minuten gelaufen. Und ja, ich werde jetzt eine Runde mit dem Auto drehen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einfach ein Like da, oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch einen Kommentar abgeben. Ja, schaltet das nächste Mal wieder ein und abonniert den Kanal. Bis dahin, ciao.